Hi, ich bin Benny Leuchter, Volkswagen Markenbotschafter, Renn-, Test- und Entwicklungsfahrer und außerdem unheimlich großer GTI-Fan. Ich bin heute hier am Nürburgring auf der Nürburgring Nordschleife zur 2025er Rennserie, denn wir bereiten uns vor auf das 24-Stunden-Rennen und wir sind mit unserem Golf GTI Clubsport 24 Stunden auch am Start, um uns natürlich für das 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr vorzubereiten. Wir fahren ja mit einem Biokraftstoff von der Firma Shell. Das bedeutet, wir müssen an einem anderen Ort tanken wie die anderen Teams, die tanken in der Box. Das befindet sich im Eingang der Boxengasse, müssen wir nochmal so einen Schlenker fahren. Haben dadurch einen kleinen Nachteil gegenüber den Teams, die direkt in der Box tanken und ihre Räder bzw. Fahrerwechsel dort absolvieren. Wir müssen hier erst tanken, einmal anhalten, fahren dann wieder los, halten das zweite Mal an und dürfen dann erst Räder und auch den Fahrer wechseln. Dadurch haben wir einen kleinen zeitlichen Nachteil in der Box. Das ist allerdings gar nicht schlimm, denn unser Biokraftstoff hat so viel Potenzial, dass wir natürlich auf der einen Seite die Motorleistung immer maximal ausnutzen und auf der anderen Seite unheimlich lang fahren können. Denn unser Auto tankt ja 100 Liter oder wir haben 100 Liter Fassungsvermögen von unserem Biokraftstoff, ein E20-Kraftstoff mit 40% regenerativen Anteilen, 20% Bioethanol ist da mit dabei und der Kraftstoff hat 103 Oktan. Dementsprechend hat unser Fahrzeug maximale Leistung und das, was wir hier in der Box verlieren, holen wir einfach wieder auf der Strecke raus. Wie sieht der Tankvorgang hier am AT-Platz im Detail jetzt aus? Am Tankvorgang sind immer 3 Leute beteiligt. Aus Sicherheitsgründen haben wir den Tanker, derjenige, der den Kraftstoff einfüllt. Dann haben wir 2 Leute, die einen Feuerlöscher halten, denn wir haben ein turboangetriebenes Fahrzeug. Da sind 2 Feuerlöschhalter vom Reglement her vorgesehen, jeweils rechts und links am Fahrzeug. Wenn dann doch mal was schief geht, es eine Verpuffung gibt, dass man natürlich sofort aus Sicherheitsgründen auch das Thema Brand in den Griff bekommt und alles gelöscht werden kann. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Gleichzeitig haben wir von Max Kruse Racing noch Auffangbehälter, denn unser Tank, wie gerade schon gehört, fast ja 100 Liter Tankvermögen. Und dementsprechend kann es auch mal passieren, dass über den Überlauf ein bisschen Kraftstoff austritt. Und das fangen wir mit unseren Auffangbecken einfach wieder auf. Unser Biokraftstoff liefert uns natürlich nicht nur tolle Leistung auf der Rennstrecke, sondern wir tun auch noch was für die Umwelt, denn unser Kraftstoff hat eine CO2-Ersparnis von ca. 35 bis 40% Well to Wheel, also von dem Moment, wo es im Auto drin ist, haben wir knapp 40% weniger CO2-Ausstoß. Das ist auf der einen Seite gut, denn wir können Gas geben ohne schlechtes Gewissen. Wir von Max Kruse Racing sind natürlich super froh, dass wir ein Teil der Entwicklung sind für das Thema alternative Antriebe im Motorsport, denn wir Fans lieben natürlich alle den Motorsound unserer Rennfahrzeuge und hoffen, dass wir den auch noch lange hören werden. Deswegen sind wir froh, ein Teil dieser Entwicklung zu sein. Wir sind aktuell mit einem R60 Kraftstoff unterwegs. R steht für regenerativ. Wir haben 60% regenerative Anteile in dem Kraftstoff mit drin. Und schön wäre es doch, wenn wir irgendwann mal bei 100% sind. So können wir noch lange den Motorsound genießen.